Mitternacht. Geisterstunde im Kunsthistorischen Museum. Ich befinde mich an einem Ort, der in mir immer wieder Ehrfurcht weckt, der aber auch Sicherheit ausstrahlt, weil ich hier tagsüber einer geregelten Arbeit nachgehen kann. In der Nacht hingegen macht sich Unsicherheit breit. Keine Angst, dafür ist der Ort zu vertraut, aber Unsicherheit. Sie ist die Basis für einen kreativen Prozess, der mich losgelöst von jeder wissenschaftlichen Objektrecherche, von Provenienzen und belegbaren Informationen ungewohnte Wege beschreiten lässt. Die Objekte erzählen in der Nacht plötzlich Geschichten. Sie bewegen sich in einer Traumlandschaft und durch die Zusammenstellung in Edmund de Waals Ausstellung kommunizieren sie miteinander. Ich höre ihnen zu. Die Geschichte beginnt bei einem Aquarell, Albrecht Dürers Traumgesicht, das er nach einem Albtraum am Morgen des 8. Juni 1525 zu Papier bringt. Und damit nicht genug. Der Traum hat ihn derart geplagt, dass der 54-Jährige in der Nacht noch folgende, das Gesehene, das, was er in der Nacht gesehen hat, noch in folgenden Worten zusammenfasst. Im 1525er Jahr, nach dem Pfingsttag zwischen dem Mittwoch und Pfingsttag in der Nacht im Schlaf, habe ich dies Gesicht gesehen, wie viel großer Wasser vom Himmel fielen. Und das erst traf das Erdreich ungefähr 4 Meilen von mir mit einer solchen Grausamkeit, mit einem übergroßen Räuschen und Zersprützen und ertränket das ganze Land. In solchem erschrak ich sogar schwerlich, dass ich daran erwachet, ehe dann die anderen Wasser fielen. Und die Wasser, die do fielen, die waren fast groß und der fiel etliche weit, etlich näher und sie kamen so hoch herab, dass sie im Gedunken gleich langsam fielen. Aber do das Erstwasser, das das Erdreich traf, schier herbeikam, do fiel es mit einer solchen Geschwindigkeit, Wind und Breusen, dass ich also erschrak, do ich erwacht, dass mir all mein Leichnam zittret und lang nicht recht zu mir selbst kam. Aber do ich am Morgen aufstund, molet ich hie oben, wie ich's gesehen hätt. Gott wende all Ding zum Besten. Albrecht Dürer. Thomas Bernhard lässt Reger, dem Protagonisten seines Werkes Alten Meister, Albrecht Dürer als schrecklichen Ur- und Vornazi, als Staatskünstler bezeichnen, der die Natur an die Leinwand gestellt und getötet hat. Authentischer als in seinem Traumgesicht könnte Dürer jedoch gar nicht sein. Ungeheure Wassermengen stürzen sintflutartig auf eine weiträumige Landschaft nieder, in der sich kleine Häuser und Bäume undeutlich abzeichnen. Dieser bedrohliche Traum hat Dürer des Nachts schweißgebadet aus seinem Schlaf aufschrecken lassen. Was der Nürnberger Künstler vorab erlebt hat, dass ihn Gedanken an die Sintflut plagen, lässt sich nur erahnen. Vielleicht bewegen ihn die Ereignisse des Deutschen Bauernkrieges, wir wissen es nicht. Noch ein wenig benommen von dieser Sintflut-Vision, von den enormen Wassermassen, die mich direkt mit der Todesangst des Künstlers konfrontieren, die ihn mitten in der Nacht am ganzen Körper zittern lässt, werden vom anderen Ende des Ausstellungsraumes 2 Stimmen erst zaghaft, dann lauter werdend vernehmbar. Heda, wer stört hier in der Nacht? 2 Drachen aus Bergkristall sind aus ihrem Schlaf gerissen. Aber anders als Dürer fürchten sie sich nicht. Die beiden Fabelwesen erheben sich und schleichen wie Tiger in einem Käfig durch ihre Vitrine. Trotz der nächtlichen Störung sind sie milde gestimmt, da sie Edmund de Waal ewig dankbar sein werden. Sie hatten es längst aufgegeben, sich im Depot der Kunstkammer jedes Mal, wenn die Türe sich öffnete, in die vorderste Reihe zu drängen, um vielleicht doch noch wahrgenommen zu werden und sich endlich wieder vor Publikum präsentieren zu können. Verhindert wurde dies durch ihre Makel. Der eine von ihnen ist seiner Flügel beraubt, dem anderen fehlt gar ein Teil seines Kopfes.
Möglicherweise hat er diese heldenhafte Wunde beim Kampf gegen einen Ritter sich zugezogen. Wie sie ihrer Körperteile tatsächlich verlustig geworden sind, will keiner von ihnen im Detail berichten. Es bleibt also mysteriös. Die Zeiten, da sie bei rauschenden Festen im flackernden Kerzenschein ihre Pracht auf Buffets zur Schau stellen dürften, sind lange vorbei. Ein wenig müde wirken sie. Die Frage, ob sie sich, wenn auch nicht in der Nacht, so doch bisweilen fürchten, bejahen sie nur zögernd. Schließlich sind sie aus versteinertem Eis gefertigt und wenn sie Feuer speien, was Drachen gelegentlich tun, so fürchten sie, könnten sie vielleicht schmelzen. Davor haben sie Angst. Eis schmilzt doch bei Hitze. Wie ist das mit Steinen, mit versteinertem Eis? Mittlerweile mischt sich ein Nachtlicht in die Diskussion ein, das die beiden Drachen schon lange belächelt. Es ist aus dem gleichen klaren Material gefertigt und wirft den Begriff Bergkristall in die Runde. Darauf kann man sich etwas einbilden. Schließlich fasziniert dieses Material durch seine Lichtbrechungen oder die ihm nachgesagten wohltuenden Kräfte. Und schon der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe war dem Zauber dieses Materials erlegen. Bergkristall, das ist auch der Titel der bekannten Erzählung von Adalbert Stifter. Zwei Kinder, die sich in den Bergen verirren und von einem Schneefall überrascht des Nachts in einer Höhle Unterschlupf suchen. Den Gewalten ihrer Umgebung ausgeliefert sind die beiden dennoch von den Naturerscheinungen im Dunkel der Nacht fasziniert. So etwa vom Geräusch des brechenden Eises und vom Nordlicht am Himmel. Vielleicht bemüht sich auch das eitle, bergkristallene Nachtlicht darum, es solchen Erscheinungen gleichzutun und den Betrachter zu faszinieren, um seine Gunst zu buhlen. Wenngleich es zur Entfaltung seiner ganzen Kraft erst einer Lichtquelle von außen, einer Kerze bedarf. Dann vermag es, das einfallende Licht zu bündeln und dadurch zu verstärken. Und nicht nur das. Vielleicht wurde die entlang seiner Öffnung in das harte Material geschliffene Strahlenglorie ursprünglich bei diesem Vorgang sogar an die Wand projiziert, sodass der Eindruck erweckt wurde, als ob die Sonne selbst in den Innenraum geholt worden sei. Die Nacht wird so zum Tag und die Harmonie von Tag und Nacht aufs Empfindlichste gestört. Diesen Gedanken nachhängend in den Bann gezogen vom Bergkristall, das lange Zeit als niemals schmelzendes Eis der Götter angesehen wurde, ob ich dieses Wissen mit den beiden Drachen teilen sollte, um sie zu beruhigen, beschleicht mich das Gefühl, dass ich mich wie die Geschwister in Stifters Erzählung in nächtlicher Dunkelheit befinde und die Natur und ihre Erscheinungen erkunde. Die Fantasie ist mein ständiger Begleiter. Kaum merklich entdecke ich neben den beiden Drachen ein verschwindend kleines Stückchen Bergkristall. Es ist die ganze Zeit stumm geblieben. Erst beim zweiten Blick wird klar, dass hier etwas Dämonisches vor sich geht. Es ist kein Bergkristall, das sich der Diskussion um Stellenwert und Beschaffenheit dieses Materials entzogen hat. Es ist ein Glasprisma, das einen Teufel gefangen hält. Was hat es mit dieser Personifikation des Bösen auf sich? Ich kann sie nicht fragen, sie würde mich gefangen in ihrem Glaskäfig gar nicht hören. Hat man sich den Teufel wirklich derart klein vorzustellen und lässt er sich so leicht bändigen? Zwar holt er gegen den Betrachter aus, doch seine Geste erstarrt. Stelle ich mir vor, es handelt sich hier nur um einen gefallenen Engel, der wie der Drache seiner Flügel beraubt, noch dazu gefangen gesetzt ist, so will sich noch immer keine Furcht einstellen, wie Dürer sie in der Nacht des 7. auf den 8. Juni 1525 verspürt hat. Vielleicht begegne ich der Angst beim Anblick eines ungewöhnlichen Elfenbeinkopfes, halb Mensch, halb Totenschädel, durch den sich eine Schlange windet. Gleich daneben ein weiterer Totenschädel, auch er
von einer Schlange dominiert, die durch seine Augenhöhlen kriecht. Die Vergänglichkeit des Lebens steht hier als Memento Mori beredt vor Augen. Im Tod sind alle gleich. Das leuchtende Material edelt die beiden Objekte, die ebenso verstummt sind wie der kleine Teufel. Nichtsdestotrotz warnen sie symbolhaft vor der Eitelkeit, vor Sinnesfreunden oder dem Trachten nach irdischen Gütern, all jenen Dingen, zu denen der Teufel allzu gerne verführt. Und doch zeigt sich, dass mit dem Tod der Einfluss des Geistes noch nicht vergangen ist. Kostbare Behältnisse aus Ebenholz mit Diamanten, Rubinen, Smaragden und Perlen geschmückt, hat Edmund de Waal direkt neben diesem Vanitas-Zeugen positioniert. Sie bergen Reliquien, vor allem kleine Skelettknochen, Stellvertreter diverser Heiliger, und es jetzt bemerke ich, dass sie unentwegt leise wispern. Kaum wahrnehmbar berichten sie von ihrer einstigen religiösen Verehrung, die sie vor dem Vergessen bewahren sollte, von Wundern, die sie bewirkt haben, von Fürbitten, die sie beim Allmächtigen vorbringen sollten. Sie erzählen auch von Heiligtumsweisungen der feierlichen Repräsentation des Reliquienschatzes einer Kirche und von der besonderen Verehrung besonders hoher Reliquien, die mit Jesus Christus in Verbindung stehen, wie etwa ein Stück des Spottrohres Christi oder das Schweißtuch der Veronika, jenes Gewebe, auf dem sich das Antlitz Christi auf wundersame Weise abgebildet hat. Vor allem aber geben sie alle, auch ohne Worte, Zeugnis von einer tiefen Frömmigkeit vergangener Zeiten, der Hinwendung zu Gott. Jenem Gott, der die Sintflut zu verantworten hat, wie im ersten Buch Moses zu lesen ist: Denn von heute an in 7 Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen vom Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Der Gedanke an das Bild der Dürerschen Flutkatastrophe stellt sich wieder ein und ich wende mich dem Fisch zu, der sich dicht hinter Dürers nächtlicher Vision als Fossil auf einer Kalkplatte abzeichnet. Die in dieselbe Platte eingravierten Verse berichten von Fluten, die den Tod bringen, und sehen in diesem Fisch eindeutig ein Opfer der Sintflut. Der Fisch ist aber auch das Zeichen der Christenheit und der Auferstehung. Im Alten Testament finden wir die Geschichte des Propheten Jona, der einen Auftrag Gottes missachtet, dessen Schiff daraufhin in einen Sturm gerät und der von einem riesigen Fisch verschlungen wird. In dessen Bauch verweilt er 3 Tage und 3 Nächte, bis er endlich wieder ausgespuckt wird und sich an Land in Sicherheit befindet. Todesangst. Dieses Gefühl muss Dürer in der Nacht seines Albtraumes geplagt haben. Furcht hat wohl ein jeder schon einmal verspürt. In der Dunkelheit stellt sie sich gerne und schnell ein. Wohl dem, der sich in bedrohlichen Situationen zu schützen weiß. Mit diesem Satz drängt sich ein weiterer Protagonist in den Vordergrund. Ich drehe mich um und erblicke einen Bezoar, der scheinbar sein Wissen mit mir teilen möchte. Bezoare, das sind keine Erfindungen der Romanautorin Joanne K. Rowling, wenn auch ihre Figur des Harry Potter schon im ersten Jahr an der Zauberschule Hogwarts lernt, dass es sich hierbei um ein Gegenmittel bei Vergiftungen handelt. Harry wird mit diesem Wissen sogar seinem besten Freund das Leben retten. Der Aberglaube um diese exotisch anmutenden Gebilde war jedoch schon lange vor der britischen Schriftstellerin verbreitet. In Unwissenheit über ihre Herkunft und Beschaffenheit waren sie in Kunstkammern der Renaissance zu Hause, kostbar gefasst, zu Bechern verarbeitet oder auch in ihrer rohen Form belassen. Die Vorstellung, dass Bezoare Gift angezeigt haben sollen, fasziniert mich. Schließlich wurde in vergangenen Jahrhunderten so manchem Herrscher nach dem Leben getrachtet und Gift war ein beliebtes Mordinstrument. Wie viele Leben hast du denn gerettet? Frage ich den mächtigen Bezoar, der mich aus meinen Gedanken über die Angst gerissen hat. Er schweigt.
Mein Blick verharrt kurz auf seiner goldenen Fassung mit dem filigranen Muster in Email, in dem sich mystische Wesen und Kleingetier tummeln. Er ist sich bewusst, dass er sich glücklich schätzen kann, vom berühmten flämischen Goldschmied Jan Vermeyen schon um 1600 so kostbar gefasst worden zu sein. Und er weiß, wovon er spricht, wenn er mich wissen lässt, dass es so manchen seiner Artgenossen, so manchen Magenstein wesentlich übler ergangen ist. Schließlich war er selbst als Prunkstück der Kunstsammlung Rudolfs II. In Prag zugegen, als der arme, von der Melancholie geplagte Kaiser pulverisierte Bezoare als Medizin zu sich nahm. Kaum auszumalen, was für ein tragisches Schicksal. Nein, nicht melancholisch zu sein, sondern pulverisiert zu werden. So etwas wäre uns niemals passiert. Zischeln 15 Schlangenzungen auf einmal, die sich gleich neben dem Bezoar an den baumartigen Verästelungen einer Kredenz in Szene setzen. Sie bieten sich allzu ängstlichen Gemütern an, sie ebenfalls vor Gift zu schützen. Schlangenzungen nämlich verfügen über die eigentümliche Gabe, in der Nähe von Gift zu schwitzen. Auf diese Weise konnten wir schon einige meuchelmörderische Vorhaben vereiteln, behaupten sie. Wie die Bergkristalldrachen konnten sie sich früher auf stattlichen Schaubuffets bei festlichen Ereignissen stolz präsentieren. Möchte man angesichts solch beeindruckender Erzählungen der eigentlichen Beschaffenheit dieses Wundermittels auf den Grund gehen? Ihre Form entlarvt die kleinen vermeintlichen Zungen ohnedies bereits als Haifischzähne. Und Haifischzähne, Haifische, das weiß jedes Kind, sind im Meer zu Hause. Auf eigentümliche Weise und beharrlich scheinen viele der mir in diesem Raum begegnenden Objekte mich immer wieder zum Element Wasser zurückführen zu wollen, zur Sintflut und zur Todesangst. Sie übernehmen die Kontrolle über diese nächtliche Begegnung, jedes einzelne von ihnen scheint beseelt. Ich verirre mich bei meinem nächtlichen Streifzug schließlich in einem Korallenwald. Mächtig umfangen mich die verzweigten, fantastischen Gebilde, auch sie berichten vom Tod. Laut griechischer Mythologie sollen sie bei der Enthauptung der Medusa, der Tochter der Meergottheiten Phorkys und Keto, entstanden sein. Sie sind nichts anderes als das versteinerte Blut der Gorgone, die vom Perseus einst besiegt wurde. Auch Korallen verfügen über mystische Kräfte. Schenkt man der Naturalis Historia des Plinius Glauben, so konnten sie viele Beschwerden lindern und natürlich vor allem gegen den bösen Blick schützen. Auch ihre Heimat ist das Meer. Schwarz wie die Nacht, hellrosa wie Engelshaut und tiefrot gefärbt wie das Blut Christi umgeben sie mich. Nur schwer entkomme ich diesem Labyrinth und bin wieder angekommen bei Dürers Aquarell. Es ist still geworden und das Traumgesicht, das dem Nürnberger Künstler den Schlaf geraubt und ihn mit Angst erfüllt hat, liegt entblößt, eingeklebt in ein aufgeschlagenes Buch vor mir. Normalerweise ist dieses Buch geschlossen. Dann ist der Traum im Kontext von über 200 Holzschnitten und Drucken Dürers, die ebenfalls in diesem Band versammelt sind, verborgen, geborgen. Danke.